Ich bin auf etwas gestoßen. Etwas, das jahrelang übersehen wurde. Etwas, das vielleicht die Botschaft entschlüsselt. Ich habe recherchiert, so tief wie möglich. Und dann fiel mir etwas auf. Ein Detail, das niemand richtig gedeutet hat. Eine versteckte Botschaft direkt vor unseren Augen. Der Fall Frauke Liebs. Eine Zuschauerin hat mich auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Ich gebe zu, ich kannte ihn vorher nicht. Aber als ich mich damit beschäftigte, ließ er mich nicht mehr los. Plötzlich war es nicht nur ein Fall. Es war eine Geschichte, die mich nicht mehr losließ. Ich musste Antworten finden. Doch ein Detail ließ mich nicht mehr los. Eine Spur, die ich nicht ignorieren konnte. Es gibt Spekulationen, dass Fraukes letztes Telefonat einen versteckten Hinweis enthielt. Ein einziges Wort sorgt bis heute für Rätsel. Mama? Doch was, wenn wir diesen Hinweis die ganze Zeit falsch verstanden haben? Bevor wir darauf eingehen, werfen wir einen Blick zurück. Wer war Frauke Liebs? Frauke Liebs war eine 21-jährige Krankenpflegeschülerin aus Paderborn. Bevor wir tiefer in den Fall eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, wer Frauke war. Ihre Familie und Freunde beschrieben sie als lebensfroh, hilfsbereit und verantwortungsbewusst. Sie war nicht die Art von Person, die einfach so für eine Woche verschwindet. Frauke hatte eine enge Beziehung zu ihrer Familie, besonders zu ihrem Bruder Frank. Sie wohnte mit ihrem Ex-Freund Chris zusammen, was für einige Verdacht erregte. Doch für mich war das von Anfang an Unsinn. Chris war derjenige, der die Polizei alarmierte. Er war es, der bis zuletzt gehofft hat, dass Frauke zurückkommt. Ein anderer Kontakt war Nils. Ein junger Mann, der kurz zuvor seinen besten Freund durch Suizid verloren hatte. Frauke hatte Mitleid mit ihm und versuchte, für ihn da zu sein. Aber hatte er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Nils hatte in dieser Zeit eine schwere Phase durchlebt. Sein bester Freund hatte sich das Leben genommen und Frauke versuchte, ihn zu unterstützen. Sie war eine empathische Person, die sich um andere kümmerte. Aber könnte ihre Hilfsbereitschaft ihr zum Verhängnis geworden sein? Ich habe lange überlegt, ob Nils in irgendeiner Weise in den Fall verwickelt sein könnte. Viele spekulieren, dass er wusste, wo sie war. Doch letztendlich musste ich diesen Gedanken verwerfen. Es gab keine Anhaltspunkte, dass Nils etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Der Abend des Verschwindens. Am 20. Juni 2006 verbringt Frauke den Abend mit Freunden in einem Irish Pub. Sie sieht sich das WM-Spiel England gegen Schweden an. Gegen 23 Uhr verabschiedet sie sich. Sie will nach Hause. Doch dort kommt sie nie an. Stattdessen erhält ihr Mitbewohner Chris um 0:49 Uhr eine SMS. Komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England, HDGDL bis später. Die SMS wurde aus Nieheim-Entrup gesendet, 40 Kilometer entfernt von Paderborn. Und ab diesem Moment beginnt eine Woche voller Rätsel. Es gibt eine merkwürdige Tatsache. Frauke hatte an diesem Abend kein Geld für ein Taxi dabei. Sie hatte sich die Akkus von ihrer Freundin Isabella geliehen, aber gab sie vor dem Verlassen des Pubs zurück. Das bedeutet, sie musste geplant haben, zu Fuß nach Hause zu gehen. Sie hatte keine Möglichkeit, spontan eine andere Strecke zu nehmen oder einfach per Anhalter zu fahren. Sie hatte auch keine Verabredung, die darauf hingedeutet hätte, dass sie abgeholt wird.
folgenden Tagen meldet sich Frauke mehrmals per SMS und Telefon. 22. Juni, Donnerstag, 22:25 Uhr. Funkzelle Sennelager, Ortsteil Dreihausen. Anruf bei Mitbewohner Chris. Hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. 23. Juni, Freitag, 23:04 Uhr. Funkzelle Gewerbegebiet auf dem Dören, Paderborn. SMS an Mitbewohner Chris. Ich komme heute nach Hause, bin in Paderborn, hab dich ganz doll lieb. 23. Juni, Freitag, 23:06 Uhr. Funkzelle Gewerbegebiet auf dem Dören, Paderborn. Bruder Frank ruft Frauke an. Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht, ich komme nach Hause. Wo bist du denn? Kann ich nicht sagen. 24. Juni, Samstag, 14:23 Uhr. Funkzelle Industriegebiet Mönkeloh, Paderborn. Anruf bei Mitbewohner Chris. Ich komme nicht so spät zurück. Komme heute Abend nach Hause. Bist du verletzt? Nein. Ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. 25. Juni, Sonntag, 22:28 Uhr. Funkzelle Gewerbegebiet Benhauser Feld, Paderborn. Anruf bei Mitbewohner Chris. Ich komme heute nach Hause. Bist du in Gefahr? Nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Kann ich dir erklären. Wo bist du? Erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin. 26. Juni, Montag, kein Kontakt. 27. Juni, Dienstag, 23:24 Uhr. Funkzelle Gewerbegebiet Benhauser Feld, Paderborn. Anruf bei Mitbewohner Chris. Ihre Schwester Karen hört mit. Um 23:29 Uhr klingelt das Telefon. Frauke ruft ein letztes Mal an. Chris, wo bist du? Frauke, kann ich nicht sagen. Chris, wirst du festgehalten? Frauke, ja, nein, nein. Chris, hast du Angst? Frauke, nein. Chris, wer ist bei dir? Frauke, kann ich dir nicht sagen. Chris, wo bist du? Frauke, Mama. Chris, wo bist du? Frauke, Mama. Meine Entdeckung war Mama ein geheimer Hinweis? Fraukes Handy war in ihrer letzten Nacht in eine bestimmte Funkzelle eingebucht. Gewerbegebiet Benhauser Feld. Und genau dort fiel mir etwas auf. Etwas, das bis jetzt übersehen wurde. Doch dann entdeckte ich etwas Unerwartetes, etwas, das genau hier, an diesem Ort, Sinn ergibt. Ein Name, der plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Ingenhag Autovermietung? Ein Name, der auffällt, aber warum? Fraukes Mutter heißt Ingrid. Und viele Frauen mit diesem Namen werden von ihren Angehörigen als Inge gerufen. War es ein Zufall, dass Fraukes letztes Lebenszeichen genau aus dieser Funkzelle kam? Oder hat sie mit ihrem letzten Wort versucht, uns genau hierhin zu führen? Fraukes Handy war in ihrer letzten Nacht in eine bestimmte Funkzelle eingebucht. Gewerbegebiet Benhauser Feld in Paderborn. Doch jetzt kommt das Entscheidende. Eine der Funkzellen
in die ihr Handy eingebucht war, liegt weniger als 200 Meter von einem bestimmten Unternehmen entfernt. Und dieses Unternehmen heißt Ingenhaag Autovermietung. An genau diesem Ort befand sich bereits 2006 die Firma Ingenhaag Autovermietung. Autovermietungen haben Zugang zu Fahrzeugen. Hätte der Täter Frauke in einem dieser Fahrzeuge festhalten oder transportieren können? Die Karte zeigt deutlich, dass der Standort Ingenhaag Autovermietung genau in dem Gebiet liegt, das von den letzten Funkzellen erfasst wurde. Das bedeutet, Frauke befand sich während ihres letzten Anrufs möglicherweise in unmittelbarer Nähe dieser Firma. Jetzt wird es noch interessanter. Nach der ersten SMS aus Nieheim kamen alle weiteren Kontaktaufnahmen aus Gewerbegebieten in Paderborn. Industriegebiet Mönkelow, auf dem Dörn, Benhauser Feld. All diese Funkzellen liegen in der direkten Umgebung der Autovermietung. Zufall? Diese Funkzellen könnten uns einen entscheidenden Hinweis darauf geben, wo Frauke festgehalten wurde. Denken wir an ihren letzten Anruf. Chris fragt sie mehrmals, wo bist du? Und ihre einzige Antwort ist Mama. War das wirklich nur ein emotionaler Ausruf? Oder hat Frauke in ihrer letzten Kraft den einzigen Hinweis gegeben, den sie noch konnte? Die Spur der Funkzellen, ein Muster? Eines fällt bei den Ermittlungen besonders auf. Die Orte, von denen aus Frauke ihre letzten Lebenszeichen sendete. Nieheim weit außerhalb. Doch danach? Alle Funkzellen in Paderborn. Und nicht irgendwo, sondern ausschließlich in abgelegenen Industriegebieten. Zufall? Oder hat der Täter sie bewusst an Orte gebracht, die wenig einsehbar sind? Die Firma Ingenhaag Autovermietung. War Frauke genau hier? Und wenn ja, warum? Wenn wir all diese Informationen zusammenfügen, könnte das die Spur sein, die all die Jahre übersehen wurde? Wichtige Klarstellung, keine Spekulation über Verdächtige oder Unternehmen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es keine Beweise gibt, dass Frauke mit diesem Hinweis tatsächlich die Firma Ingenhaag Autovermietung gemeint hat. Es handelt sich um eine mögliche Theorie, die sich aus der Nähe zur letzten Funkzelle und der Namensähnlichkeit ergibt. Es ist ebenso möglich, dass Frauke während ihres letzten Anrufs nicht in der Firma selbst war, sondern sich in einem Gebäude oder Fahrzeug in deren Nähe befand, vielleicht mit Sicht auf das Logo oder den Namen. Aus Gründen des Personendatenschutzes und aus Respekt vor Unbeteiligten werde ich keine weiteren Nachforschungen über die Firma oder mögliche Täter anstellen. Diese Theorie soll lediglich dazu beitragen, den Fall aus einer neuen Perspektive zu betrachten und vielleicht neue Diskussionen anzuregen. Ist das die Spur, die wir all die Jahre übersehen haben? Frauke hat uns nie gesagt, wo sie ist, aber sie hat immer wieder betont, ich bin in Paderborn. Jetzt wissen wir, sie befand sich tatsächlich in einem sehr kleinen, sehr spezifischen Gebiet.
Hat sie uns auf den richtigen Weg geführt und wurde ihr letzter Hinweis nie richtig gedeutet? Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Der Leichenfund Totengrund. Monate vergehen. Keine Spur von Frauke. Doch dann, am 4. Oktober 2006, ein schockierender Fund. Ein Jäger entdeckt eine skelettierte Leiche an der Landstraße 817 zwischen Herbramwald und Asseln. An einem Ort, der den unheimlichen Namen Totengrund trägt. Schnell wird klar, es ist Frauke Liebs. Die Leiche wurde einfach abgelegt, nur mit etwas Laub und Reisig bedeckt. Keine Spuren von Gewalt. Keine Schuss- oder Stichverletzungen. Das Zungenbein intakt. Auch in den Knochen und Haaren keine Spuren von Drogen. Frauke muss wenige Tage nach ihrem letzten Anruf gestorben sein. Doch die genaue Todesursache bis heute unbekannt. Der Fundort war nicht der Tatort. Wer auch immer Frauke dorthin gebracht hat, er wollte sie nicht verbergen. Doch warum? War es ein Täter, der sich sicher fühlte? Oder war es eine Botschaft? Fraukes Handy, ihre Uhr und ihre Handtasche, bis heute verschwunden. Und mit ihnen möglicherweise der Schlüssel zu diesem Fall. Die große Frage, was ist damals wirklich passiert? Die Ermittlungen dauerten Jahre. Tausende Hinweise wurden geprüft. Verdächtige wurden überprüft. Doch bis heute gibt es keine Antwort. Es gibt nur Fragen. War Frauke in Nieheim freiwillig? Warum betonte sie so oft, dass sie in Paderborn sei? Wollte sie uns bewusst in eine Richtung lenken? Und dann der letzte Anruf. Das Wort Mama? War es wirklich nur ein Ausdruck von Angst? Oder war es ein versteckter Hinweis? Ein Name, ein Ort, ein Hilferuf? Diese Fragen sind bis heute unbeantwortet. Doch eines ist sicher. Irgendjemand weiß, was mit Frauke passiert ist. Und dieser jemand hat nie gesprochen. Vielleicht noch nicht. Fazit: ein ungelöstes Rätsel. Frauke Liebs verschwand am 20. Juni 2006. Eine Woche lang gab es noch Nachrichten. Dann Stille. Monate später wurde sie tot gefunden. Bis heute ist ihr Mörder nicht gefasst. Doch vielleicht fehlt nur ein einziges Puzzleteil. Vielleicht hat jemand genau jetzt die entscheidende Erinnerung. Wenn du etwas weißt, melde dich bei der Kriminalpolizei Bielefeld.